In dieser Folge reisen wir durch Aserbaidschan, erleben tolle Begegnungen mit Einheimischen, werden in Baku überrascht von krassen Gegensätzen und klar darf das Gebirge Kaukasus nicht fehlen. Und bei den Nationalparken kommen wir bis heute nicht raus, wie das richtig funktioniert. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr mit uns durch Aserbaidschan reist. Wir reisen durch 9 Klimazonen von 11, was ganz schön viel ist, denn Österreich zum Vergleich hat nur 4 Klimazonen. Aserbaidschan ist allgemein ein Land der Gegensätze. Auf dem Land haben sie nicht sehr viel Luxus, dafür in der Städte umso mehr. Das schwarze Gold lässt grüßen. Unser erster Übernachtungsplatz ist einige Kilometer entfernt von der Stadt. Wir bekommen bei Sonnenuntergang Besuch von der Polizei, die gerne unsere Pässe sehen wollen, aber sonst ist unklar, was das Ziel ist. Die neuen Straßen sehen super aus, nur leider dürfen wir sie kilometerweit nur ansehen oder überqueren und auf der Schotterpiste neben der Straße herfahren. Oft ist das Unplanbare das Schönste auf Reisen. Wir sind irgendwo im Nirgendwo und 2 Aserbaidschaner kommen vorbei und wir verstehen nicht ganz genau, was sie sagen wollen. Das Einzige, was wir verstehen, ist, dass sie angeblich um 10 Uhr zurückkommen. Wir essen gemütlich zur Nacht draußen und packen um 9 Uhr langsam zusammen. Als wir fertig sind mit Zusammenpacken und ich gerade will einsteigen, da höre ich ein kleines knackriges Geräusch. Und da kommen sie, zu zweit auf einem dreirädrigen Mofa und der Mofa komplett gefüllt mit Essen. Ein richtig gemütlicher Abend, obwohl Google Translator Aserbaidschanisch sehr, sehr schlecht übersetzt, verstehen wir uns irgendwie und genießen den Abend. Der Sirvana-Nationalpark ist unsere erste Erfahrung mit einer Halbwüste. Wir stehen extra früh auf, da die Gazellen am besten zu beobachten seien, wenn sie am Morgen an die Wasserquelle kommen, um zu trinken. Wir haben gelesen, dass im Kizilaka-Nationalpark Flamingo, Pelikane und viele andere schöne Vögel zu sehen sein sollen. Leider dürfen wir nicht hinein. Was genau der Grund ist, verstehen wir nicht. Aber dazu später mehr. Dafür genießen wir unser südlichster Punkt von Aserbaidschan an einem Strand mit Einheimischen beim Schwimmen, Essen und Fußball. Weiter geht die Fahrt Richtung Hauptstadt.
Bei den Schlammvulkanen machen wir einen Halt. Da sehen wir zum ersten Mal andere Touristen in Aserbaidschan. Per Zufall sehe ich weiter unten einige dunkel verschmierte Menschen. Und beim näheren Anschauen sehen wir den großen Schlammvulkan. Klar, da müssen wir unbedingt auch ein Schlammbad nehmen. Weiterfahrt Richtung Norden, zu den Petroglyphen, die wir im Kobustan Nationalpark anschauen gehen. Von der Bibi Hibat Moschee können wir auf ein Schiffswerft hinuntersehen. Der Parkplatz in Baku ist ein Glücksfall für uns. Die Mitarbeiter vom Kongresszentrum nebenan organisieren für uns ein Taxi und der Wäschesalon, was die Situation für uns sehr vereinfacht. Wir erleben wunderschöne Tage in Baku, schlendern am Ufer entlang und durch die Altstadt. Blaue Hosen, die sind für das Wasser zuständig. Die mit den roten Hosen sind für den Boden zuständig. Und die grünen Hosen für den Garten. Eine Stadtbesichtigung.
Über die Kunst der Tellermalerei staunen wir nicht schlecht. Traditional ceramic, batik, woodwork and jewelry. And all this is made here and all the handmade. This is a little showroom for sale. Reden wieder mal Schweizerdeutsch bei der Schweizerischen Botschaft. Die moderne Architekturen schießen überall aus dem Boden heraus. Ein Gebäude ist spektakulärer als das andere. Die Seepromenade am Abend sieht ganz anders aus als die am Morgen. Wir informieren uns in den Touristeninformationen über Xinaliku, ein Dorf im Kaukasus. Langsam zieht es uns weiter Richtung Norden. Klar machen wir da noch ein paar Stopps am Kaspischen Meer. Die Maschinen, die das Erdöl aus dem Boden holen, sehen wir immer wieder beim Vorbeifahren. Auch das Erdgasvorkommen ist sehr groß. Auch ein Hügel, der schon mehrere Jahre brennen soll.
Wieder mal in ein Kaukasus-Abenteuer. Dieses Mal zum Dorf Xinaliku. Wieder mal auf einer Poststraße. Die Fahrt ist wunderschön und wir freuen uns schon sehr auf eine Biketour. Wir satteln die Bikes und fahren ab. Aber leider kurz nach dem Dorf werden wir schon wieder gestoppt. Am Schlagbaum, wo sich zwei aserbaidschanische Zöllner befinden und leider kein Englisch können wir nicht mehr weiterfahren. Zwei Bergsteiger können uns dann erklären, dass wir ab hier ein Permit brauchen. Und das hätten wir in Baku organisieren sollen. Dabei waren wir in Baku extra in 2 Touristenbüros, um Informationen über Xinaliku zu bekommen. Und von diesem hatten sie uns leider nichts gesagt. Wir sind ein wenig verwirrt ab den Nationalparks in Aserbaidschan. Wir sind inzwischen in 4 Nationalparks gewesen und 2 davon wollten sie uns nicht reinlassen. Irgendwie ist diese Quote nicht sehr gut. Und wo wir uns genau informieren müssten oder sollten oder am besten würden, wissen wir einfach nicht. Vielleicht könnte man es über eine Reiseagentur anfragen. Heute steht eine Wanderung auf dem Plan. Wir wollen auf der anderen Seite von Xinaliku in einen Berg hinauf. Es wird abgeraten von dieser Wanderung, da es da viele Hirtenhunde hat. Als wir hinaufsteigen, sehen wir schon die ersten 2 Hirtenhunden etwas essen. Ein Stück weiter kommen wir dann zum ersten Hirtencamp. Da ist zum Glück kein Mensch da und wir überqueren diesen Platz problemlos. Doch als wir an das Ende kommen, entdeckt uns ein Hund, den wir davor nicht gesehen hatten. Und er läuft uns dann laut bellend ein kleines Stück hinterher. Auf diesem Weg wollen wir lieber nicht mehr zurück. Aber jetzt geht es ja erstmal zum Gipfel hoch. Und oben machen wir eine schöne Pause mit einer wunderschönen Aussicht über das Tal. Als wir wieder runterkamen, machten wir dann gleich nur Pause wie beim Aufstehen. Der Hirt von der anderen Talseite bemerkte am Morgen schon, dass wir Probleme mit dem Hund hatten. Er kommt dann zu uns herübergeritten und lädt uns zu sich ins Camp ein. Ich fragte ihn, hast du auch Hunde bei dir? Und er meint so, nein, aber... Als wir kurz vor dem Camp waren, fing das Gebelle los. Er hatte etwa 5 Hunde. Aber er musste nur einmal pfeifen und alle waren ruhig. Wir konnten sie danach sogar streicheln. Wir genießen mit ihm einen Tee und er fragt uns, ob wir ein Handy mit dabei haben. Denn sein Handy hat nach 7 Tagen, wo er jetzt schon auf dem Berg ist, kein Akku mehr. Und heute sei es ein Schichtwechsel. Er benutzt unser Handy, um in das Tal herunter zu telefonieren, um zu sehen, ob wirklich jemand hochkommt oder ob er noch eine Nacht länger bleiben muss. Dann fängt er mit dem anderen Hirten zusammen von dem Camp, wo eben der Hund uns ein wenig unfreundlich begrüßt hatte, fängt er mit dem zusammen ein wildes Pferd. Wir denken schon, mit dem können wir jetzt herunterreiten, weil er hat es uns angeboten. Ja, na toll, das wird lustig. Aber zum Glück bekommen wir das Pferd vom anderen Hirten und reiten so zusammen mit ihm hinunter ins Tal, denn er darf tatsächlich nach 7 Tagen wieder mal einen Tag Pause machen. Wir machen uns wieder auf Richtung Kaspisches Meer, denn die Zeit in Aserbaidschan neigt sich langsam dem Ende zu. Die 10 Tage waren wunderschön in Aserbaidschan. Es hatte auch tolle Leute in diesem Land. Aber bei den Nationalparks haben wir die Regeln nicht ganz verstanden. Aber jetzt geht's ab in das größte Land der Welt, nach Russland. Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss!